Donauschwäbischer Mischsalat, Calamari. Hallo, da sind wir wieder. Heute lade ich euch ein zum Calamari machen. Das kennt wohl nicht jeder unter dem Begriff. Das ist ein donauschwäbischer Mischsalat, Krautsalat. Den hat mir meine Schwiegermama, Kathi, gezeigt. Und ich zeige euch jetzt auch, wie man das macht. Kommt mit! Ich war schon ein bisschen fleißig und habe alles schon geschnippelt und gehobelt, damit man das jetzt schön Schicht erkennt, weil das wäre ja ewig gegangen, wenn ihr mir daher nicht zugeguckt hättet, wie ich geschnippelt hätte. Der oder die, der Krautsalat, der Mischsalat, das Calamari besteht im Großteil aus Kraut, Zwiebel, Gurke, Karotte und Paprika. Ihr könnt das aber x-beliebig abwandeln. Bloß das Donauschwäbische ist eben das quer oder ans Ungarische kommt es auch noch. Und jetzt schichten wir das Ganze mit Gewürze und Salz und müssen es dann für 24 Stunden im Keller standen lassen, dass sich da ein schöner Sud bildet. Aber jetzt starten wir mal zuerst. Ja. Wie ihr anfangt, ist ganz egal, es wird einfach geschichtet. Ich fange mit dem Krautsalat an. Krautsalat habe ich schon drin, den werden wir jetzt ein bisschen salzen. An Gewürze habe ich Wacholderbeere, Piment, Pfefferkörner, Kümmel und Senfkörner und dann noch Lorbeerblätter und mein beliebtes Kraut ist das getrocknete Maggi-Kraut. Meine Stängel, die schmeiße ich auch immer mit rein. Also, Salz haben wir schon, dann tun wir gleich ein bisschen Senfkörner rein und ein bisschen Kümmel. Pfefferkörner, Wacholderbeere, Piment. Das hat meine Oma auch immer geliebt. Das ist so der Nelkenpfeffer. Piment? Ja, früher hat es nicht so viel Auswahl gegeben an Gewürze. So, jetzt haben wir aber mal weiter schichten. Das ist die Unterschicht. Dann kennen wir Gurke, eigene Gurke vom Garten. Wer hat, kann auch grüne Tomaten rein tun. Die sind dann recht fest, die bleiben dann auch so. Wir haben es schon mit roten Tomaten probiert. Richtig feste rote Tomaten, aber es ist matschig geworden. Das war noch auch nicht das Wahre. Aber gut war's. Ja. Aber willst du einen Salat oder willst du eine Matsche? Ja. Hat halt von der Optik her ein bisschen anders Und immer wieder zwischendurch salzen. Auch wegen der Konservierung dann. Und Zwiebel. So ganz genaue Mengeangabe kann ich euch gar nicht einmal machen. Ich sage euch aber morgen, wenn ich den Sud mache, das sage ich euch schon die Mengenangabe. Jetzt muss ich meine Finger waschen, sonst peppert mir die ganze Gewürze nach. Die letzte Schicht vom Krautsalat. Und normalerweise kennt ihr ja, dass man den Krautsalat brechen tut. Brechen mit dem Salz, damit er dann schön weich wird. Das machen wir jetzt aber nicht, den lassen wir nur so standen. Wir drücken das Ganze an. Und das zieht jetzt bis morgen einen schönen Gemüsesaft. Und dann machen wir auch morgen weiter. Also nicht brechen. Wie ihr seht, habe ich das jetzt richtig schön geschichtet. Große Schüssel. Schüssel ist das jetzt eine 5 Liter Schüssel. Und reingegangen wird es mir morgen, hoffentlich, so ist das letztes Mal reingegangen, in so ein 3,5 Liter Glas. Und dann machen wir unseren Sud dazu.
Also, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao! Tschüss. Hallo, da sind wir wieder. Unser Chalamadi hat jetzt 24 Stunden gezogen, ist ganz schön zusammengeguckt, Oh ja. wie man sieht, ohne dass man es gequetscht hat Saft gezogen. Jetzt machen wir aber als allererstes unseren Sud warm. Wir nehmen ein Wasser, eine Essigessenz, sonst hebt euch das. Ihr braucht mindestens 25% Säureanteil. Und Zucker. Zucker nach Belieben, wie süß ihr es wollt. Das erste Mal hat man mal gemeint, es darf nur ein Löffel mehr Zucker rein. Ja. Ich bin ja mal am Zucker einsparen. Egal. Jetzt probieren wir es einfach. Also, wir nehmen das Wasser und das Essigessenz und der Zucker und lösen das jetzt einfach auf. So lauwarm. Lange schon. Ich habe alles zugestellt. Wer es probieren kann, der probiert es dann. Damit ihr wisst, ob ihr noch mal ein bisschen mehr Essig rein wollt oder mehr Zucker. In der Zeit, der Gemüsesaft, nehmen wir auch nachher dazu noch. Habe ich jetzt ein großes Glas, das ist ein 3 Liter Glas, einmal aufgehoben. Schichten wir jetzt unseren Gemüsesalat, unser Chalamadi, dann rein ins Glas. Probieren wir es noch ein bisschen aus. Wie es ist, so wie wir es gestern reingeschichtet haben. Boah, das riecht schon klasse. Okay. Und da haben wir unseren Gemüsesud vom Salz. Den tun wir nachher auch noch in unser Brei rein. Schichten wir jetzt einfach wieder ins Glas um. Das ist die Menge, die müsst uns lange in das Glas rein. Ja, das sind Pfefferkörner. Das lasch. Muss das Glas hätte länger wie das letzte. Neu. Wie ist der da? Machen wir schön abputzen. Da ist nass geworden. Reicht das Glas? Für heute schon. Ist doch ein gutes Augenmaß. So. Jetzt tun wir den Gemüsesaft noch in unser Sud da rein. Muss ich gucken, wie salzig das ist? Gut. Und dann muss ich gucken, wie zuckrig es ist. Und dann können wir dementsprechend, ob wir alles nehmen. Nehmen wir mal den Handschuh aus. Die Körner da schon da rein, Ja oder? klar, die Senfkörner. Die geben nachher jetzt noch die Schärfe. Und? Oh. Süß. Au. Ich tue alles rein. So. Und jetzt gießen wir das auf. Alles rein. Sehr langsam. Ja, es füllt sich Ja, jetzt ganz schnell. klar. Lassen wir es geschwind. So. Dass alles schön bedeckt ist. Siehst du? Mhm. Wir haben es geschafft. Deckel drauf. Und dann ist schon fertig. Normalerweise lässt man dieses Glas jetzt 2 bis 3 Wochen standen und in Ruhe. Bloß in 2 bis 3 Wochen ist bei uns das Glas leer. Ja, stimmt. Ja. Jeder geht und schnabuliert. Die Jungen kommen und wollen auch was. So. Ich werde jetzt aber 2 bis 3 Tage auf alle Fälle standen lassen, weil dann hat es richtig schön Essig gezogen und mit jedem Tag länger
Die Pfefferkörner und die Senfkörner geben dann das Aroma ab. Das war's schon. Mich jetzt freuen, wenn ihr das Calamari von meiner Schwiegermama nachmacht und mir noch sagt, wie ihr es findet. Mir findet es klasse. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei euch und mich freut es über jeden Kommentar und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.